In diesem Video geht es ums Zuschneiden von großen Hartschaumkreisen bzw. Ringen, um daraus eine Raumschiffturbine zu basteln, die als abgestürztes Wrackteil nun als Unterschlupf oder Außenposten dient. Die Bemalung des Geländestücks erfolgt übrigens in einem gesonderten Video. In den folgenden Minuten wird nur gebaut. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Vor einigen Tagen stieß ich auf eine Newsmeldung der Firma Multiverse, die darin ein neues Geländestück für ihre kommende Kickstarter-Kampagne vorstellten. Davon inspiriert schnappte ich mir meinen Proxxon Thermocut und tüftelte ein wenig herum, um den Distant Outpost nun mit euch nachzubauen. Das Hauptproblem dabei: alle Bauteile dürfen nur maximal 14,5 cm hoch sein, sonst passen sie beim Schneiden nämlich nicht unter den Bügel des Proxxon Thermocut hindurch. Also muss für Kreise bzw. Ringe mit größeren Durchmessern die sogenannte Achtellösung her. Das heißt, es müssen runde Achtelstücke geschnitten werden, die zusammengesetzt einen großen Kreis ergeben. Immerhin, da die Turbine halb im Erdboden versunken sein soll, ist kein voller Kreis mit 8 Teilen nötig, sondern nur mit 5. Okay, das klingt vielleicht alles ein wenig kompliziert, ist es aber nicht. Denn alles, was ihr zum Basteln braucht, sind ein Heißdrahtschneider und ein Kreisschneider. Zum Beispiel einen selbstgebauten oder die erweiterte Kreisführung von Pervaille Creativus, die sich besonders komfortabel einstellen lässt. Außerdem benötigt ihr Hartschaum, und zwar möglichst hohen und möglichst viel. Zwar bleibt nach dem Zuschneiden noch einiges übrig, aber große Durchmesser erfordern halt erstmal große Hartschaumblöcke. Um die Maße für die dafür nötigen Hartschaumblöcke zu berechnen, verfahrt wie folgt. Der größte Außendurchmesser soll in meinem Fall 25 cm betragen, der Radius lautet also 12,5 cm. Der Innendurchmesser soll bei 18 cm liegen, also bei 9 cm Radius. Die anderen Durchmesser bzw. Radien liegen dazwischen. Meine Ringe A und D sind Sonderfälle und daher in der Liste extra markiert. Dazu gleich mehr. Ermittelt erstmal die nötige Größe eurer Blöcke. Zeichnet auf einem dünnen Hartschaumreststück einen 45° Winkel im Abstand von 0,5 cm zum Rand auf und tragt darauf die Radien ein. So wisst ihr blitzschnell, wie groß eure Hartschaumblöcke für die jeweiligen Zuschnitte sein müssen. Die Dicke eurer Ringe gibt dann die Anzahl und Dicke der benötigten Hartschaumblöcke vor. Für meine 5 Ringe ist da schon einiges an Hartschaum zusammengekommen. Kleiner Tipp: nur die Unterseiten der Blöcke müssen gerade abgeschnitten sein. Die anderen Seiten können gerne beschichtet sein, sie sollten aber schon gerade sein. Zeichnet nun auf jeder Blockunterseite einen 45° Winkel ein, am besten entlang einer geraden Kante. Dort, wo sich die Linien kreuzen, wird der Block dann auf den Kreisschneider gepiekst. Zunächst werden für alle Blöcke nacheinander die Außendurchmesser eingestellt und die Bauteile entsprechend abgeschnitten. Dreht die Blöcke dabei langsam und gleichmäßig durch den Draht und vergewissert euch vorher, dass der Draht absolut senkrecht ausgerichtet ist. Werft die Reststücke übrigens nicht weg. Sind alle Blöcke abgerundet, muss entlang der 45° Linien eingeschnitten werden. Und zwar bis etwa 8 cm Radius, also etwas weniger als der innere Durchmesser von 9 cm. Parallel zu einer geraden Kante ist das natürlich leicht, aber wie geht das an einer schrägen 45° Linie? Ganz einfach. Nehmt das entsprechende Reststück als Führung, indem ihr es umdreht. Setzt den Hartschaumblock dahinter, richtet den Draht an der Linie aus und schneidet bis ca. 8 cm Radius hinein. Jetzt können von allen Blöcken die Achtelkreise abgeschnitten werden. Los geht's bei mir mit den A-Blöcken, von denen ich erstmal eine 0,5 cm Schicht abschneide. Das werden nämlich Platten zum späteren Aufkleben. Danach werden die anderen Blöcke entsprechend ihrer Außendurchmesser zugeschnitten. Einzig die D-Blöcke sind wieder eine Ausnahme. Dort schneidet ihr erstmal bei 23 cm Außendurchmesser und dann bei den eigentlichen 22 cm ab. Aus dieser dickeren Platte werden dann ebenfalls noch Dekoteile gebastelt. Das wäre erstmal der Zwischenstand. Danach müssen alle Blöcke entsprechend des inneren Durchmessers von 18 cm abgeschnitten werden. Dafür ist, wie gesagt, eine erweiterte Kreisführung von Pervaille Creativus optimal. Denn hat man dort das Maß erst einmal eingestellt, braucht man einfach nur noch die Blöcke wechseln.
So, und das wäre der nächste Zwischenstand. Beschriftet übrigens eure Achtelringe auf den Oberseiten, damit ihr nicht durcheinander kommt. Und hebt die Reststücke auf, dazu folgt im zweiten Teil noch ein Tipp. Als nächstes werden die verschiedenen Achtelringe auf ihre entsprechenden Tiefenmaße zugeschnitten. Und danach habt ihr dann auch schon alle für das Wrack nötige Bauteile. Klebt zunächst die jeweils 5 Achtelringe mit Holzleim zusammen, um die Klebestellen dann circa einen Tag lang komplett durchtrocknen und aushärten zu lassen. Dazu direkt ein Tipp: Um entlang der späteren Turbine durchgehende Fugen zu vermeiden, schneidet bei jedem zweiten Ring ein Achtel Bauteil mittig durch. So entsteht im Handumdrehen eine versetzte Anordnung. Ist der Leim getrocknet, geht's ans Übereinanderkleben. Orientiert euch dabei am inneren Durchmesser und nutzt Stecknadeln zum Fixieren. Denn unweigerlich wird nicht alles perfekt passen und die Ringe müssen etwas gebogen werden. Schließlich ist ja auch alles von Hand abgemessen und zugeschnitten und jede minimale Abweichung sorgt bei diesen Durchmessern leider für einen sichtbaren Versatz. Aber mit Stecknadeln kriegt ihr das problemlos in den Griff. Bedenkt beim Zusammenkleben der Ringe unbedingt die maximale Höhe eures Heißdrahtschneiderbügels von 14,5 cm. Denn die Enden der Ringe müssen noch abgeschnitten werden. Baut daher wie ich mindestens 2 Segmente. Während das nun trocknet, schneidet aus der dicken Platte von den D-Blöcken 10 0,5 cm schmale Stangen ab sowie ein 1 cm breites Stück. Die schmalen Stangen werden dann als Deko auf den D-Ring geklebt, wobei das 1 cm breite Stück als Abstandshalter dient. Die Platten aus Block A sind entsprechend für den A-Ring gedacht, allerdings werden sie erst im nächsten Video benötigt. So, ich denke, das Prinzip mit den unterschiedlich dicken Ringen und den jeweiligen Achtelbauteilen ist klar, oder? Mit einem weiteren Ring möchte ich euch nun noch ein paar Gestaltungsmöglichkeiten zeigen. Schneidet dafür 5 einzelne Hartschaumblöcke von 4 oder 5 cm Höhe und für einen Außendurchmesser von 25 cm zu. Aus jedem Block wird dann wie eben gezeigt so ein Achtelbauteil gefertigt. Setzt dann auf der Oberseite bei etwa 10,5 cm eine Markierung und stellt den Draht eures Heißdrahtschneiders auf etwa 15 Grad ein, um die Bauteile schräg abzuschneiden. Zunächst aber etwa 0,5 cm außerhalb der Markierung. Danach wird an der eigentlichen Markierung abgeschnitten, um 5 runde Platten zu bekommen. Und dann entweder entlang des 18 cm Innendurchmessers von vorhin oder optional bei nur 17 cm, um einen kleinen Versatz zu haben. Was das bewirkt, seht ihr im zweiten Teil. Stellt danach den Draht wieder senkrecht, legt die runden Platten auf die äußeren Reststücke und schneidet von den Unterseiten je 2 cm hohe Stücke ab. Und danach jeweils 2 0,5 cm hohe Stücke. Das erste wird dabei als Abstandshalter markiert. Klebt nun die angeschrägten Ringteile zusammen und dann von außen die 1 cm hohen Plattenstücke. Legt anschließend die Abstandshalter drauf, um die 0,5 cm hohen Plattenstücke aufzukleben. Fertig ist ein formschönes Turbinenendstück, das sogar konisch zuläuft. Und ja, ich konnte es mir nicht verkneifen, abseits der Kamera aus einem blauen Reststück noch einen weiteren Ring als Verzierung zuzuschneiden. Sobald dann alles getrocknet ist, zeichnet innen eine Hilfslinie ein, um die Turbinenteile abzuschneiden und so eine gerade Standfläche zu bekommen. Habt ihr keine lange Führungsschiene, verlängert die Auflagefläche einfach mit einem langen Brettchen. Danach könnt ihr endlich alle Segmente zusammenkleben und weitere Deko anbringen, die zu einer Raumschiffturbine passt. Zum Beispiel Wellpappe, die als lange Streifen in einige Aussparungen geklebt wird. Aber dazu mehr im zweiten Teil in voraussichtlich 2 Wochen. Euch bis dahin viel Spaß beim Nachbasteln und wir sehen uns bis dahin natürlich auch nächsten Freitag. Bis dann!